Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Wir werden uns heute mit der vierten Maltechnik beschäftigen, und zwar den Einschusslöchern. Die sehen nicht nur cool aus, sind sondern auch recht einfach zu machen. Wie eigentlich alle Techniken hier sind die eigentlich ganz gut zu handeln, gerade für Anfänger. Und ich würde sagen, ab zum Maltisch. So, da sind wir zurück am Maltisch, und auch für diese Technik benötigen wir eine Abmaskierfolie oder wie gesagt Malerkrepp, was ihr eben da habt. Ich benutze dafür eben, wie schon gesagt, auch in den anderen Tutorials Reste, die ich dann doch immer wieder mal aufgehoben habe von anderen Projekten, und die kann ich jetzt endlich mal aufbrauchen. Und dafür maskieren wir eben wieder die Fläche ab, weil wir jetzt für die Einschusslöcher auch wieder schöne Bereiche brauchen, die wir dann farblich absetzen, damit es eben einen schönen Effekt gibt. Und wie gesagt, dafür drücken wir das Ganze schön auf den Untergrund an, damit es eben hebt, und machen das eben wie bei den Tropfen oder wie bei dem aufgerissenen. Wir zeichnen einfach mit einem Bleistift das Einschussloch vor. Und dann eben der Bereich, der so ein bisschen quasi abgeplatzt ist durch die Wucht, die da eingeschlagen hat, ist der äußere Bereich so ein bisschen weggeplatzt. Das kann man gestalten, wie man möchte, größer oder kleiner, je nachdem, wie man da halt Bock drauf hat. Ich mache das auch jetzt einfach so ein bisschen nach Gefühl, eins ein bisschen größer, eins ein bisschen kleiner. Und ja, das gibt uns wieder die grobe Skizze, damit wir eben nachher wissen, wo wir mit dem Cuttermesser schön entlang schneiden, damit es nämlich nachher dann eben so aussieht wie gewünscht. Und da noch schön die Kreise. Und dann würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir das Ganze abmaskiert und ausgeschnitten. Wäre der Hintergrund jetzt nicht schwarz, müsste man zuerst das Einschussloch schwarz färben. Also erst die Mitte rausnehmen, fällt hier weg, aber für euch, wenn ihr das auf einem anderen Untergrund macht, dann zuerst das schwarze Loch, also das Loch schwarz anmalen und dann eben diesen Schritt hier machen. Und was wir als nächstes machen, ist jetzt eben das Ganze ein bisschen kreisförmig ausmalen, damit eben so eine Wölbung entsteht, dass das Metall quasi so ein bisschen nach innen gedrückt ist und oben eben so eine Kante hat, wie man eben schön sieht. Und dafür fahren wir eben so im Kreis, auch gerne einfach ringsherum fahren und über die Folie sprühen, damit eben das schön gleichmäßig bleibt. Und wir nehmen uns auch wieder die Lichtkante wie bei den anderen Projekten von oben links. Das heißt eben wieder, hell ist es unten rechts, da kommt das Licht überall an. Oben links, wie bei dem aufgerissenen, ist der Schatten, die Schattenkante. Und wie gesagt, wir bringen da jetzt so ein bisschen Dreidimensionalität rein, indem wir eben die Stellen ein bisschen aufhellen, wo eben das Licht drauf scheint, und das nicht nur flächig ausmalen und ein bisschen eben versuchen, das ein bisschen dreidimensionaler wirken zu lassen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Charakter zu geben, damit es einfach aussieht wie eine Wölbung. Und ja,
da werde ich jetzt hier ein bisschen unten links ein bisschen die hellen Akzente mehr setzen, damit es eben nachher gut rauskommt. Und mit so einem Kreis am Anfang und dem ein bisschen auslaufen, kriegt es immer relativ schnell so einen schönen 3D-Effekt, kann man sagen. Und die wollen wir jetzt natürlich mit dem Schwarz noch ein bisschen verstärken. Und dafür gehen wir jetzt erstmal oben links an die Schattenkante. Auch hier fahren wir wieder an der Kante von der Abmaskierfolie entlang und lassen es nach außen hin außennebeln, damit es eben schön natürlich aussieht. Und das machen wir wieder oben links. Da kommt eben das Licht und dann haben wir da eben die Schattenkante von dem abgebrochenen. Und natürlich auch unten rechts, wo jetzt quasi die Tiefe ist von dem Einschussloch, da ist natürlich auch der Schatten und dahinter. Da ist jetzt natürlich nachher die Problematik, dass das Einschussloch natürlich auch sehr schwarz ist. Und damit es nicht einfach so verloren geht oder so, werden wir da nachher nochmal ganz wenig unten rechts nachher ein bisschen mit Highlight Weiß nochmal ein bisschen rangehen, um das Einschussloch wieder ein bisschen rauszuholen, damit es nicht so versinkt nachher in dem ganzen dunklen Kontrast. Und wir sehen eben durch wieder die Kreisbewegung diesmal natürlich ein bisschen weiter außen, damit wir natürlich so ein bisschen die Illusion erzeugen, dass sich das so ein bisschen aufgewölbt hat und dann nach unten geht. Und dadurch haben wir dann eigentlich einen ganz coolen Effekt. Da muss man halt ein bisschen spielen, ein bisschen rumprobieren, wenn es einem zu hell oder zu dunkel ist und einfach noch nicht so plastisch oder dreidimensional aussieht. Dann, wie gesagt, lieber 1-2 Arbeitsschritte mehr und man ist nachher wirklich zufrieden. Und da meine ich eben, dass sich das jetzt nochmal ein ganz klein wenig an der Kante auffällt, damit es eben das Einschussloch nicht ganz so sehr versinkt und das Schwarz, was wir jetzt da drin haben, eher zu einem leichten Grau wird. Und jetzt machen wir eben noch so ein bisschen das Feintuning, den äußeren Rand, wo das Licht nochmal ein bisschen drauf scheint und unten rechts eben. Das ist eigentlich recht simpel zu machen und hat wieder einen echt coolen Effekt. Und dann sieht es schon sehr cool aus. Kommt jetzt natürlich noch viel besser zur Geltung, wenn wir das Ganze abziehen und nachher noch die Mitte ablösen. Da sehen wir, jetzt habe ich unten ein bisschen Overspray. Ist jetzt nur ein Übungsding, nicht ganz so wichtig, aber für euch natürlich immer ganzflächig abmaskieren, damit das nicht passiert. Und wir sehen jetzt schon, dass es sehr cool aussieht, wenn wir jetzt auch noch die Mitte abziehen und dann eben dieses tiefe Loch dann zu sehen ist, dann wirkt das gleich recht dreidimensional. Und das ist schon ziemlich cool. Das können wir jetzt natürlich nachher noch ein bisschen verbessern, indem wir eben noch die Kanten wieder ein bisschen so akzentuieren. Entweder mit der Airbrush oder mit dem Pinsel. Ich werde euch einfach beides zeigen. Wer nicht so geübt ist, kann es dann eben im Pinsel machen oder wer es dann genauer haben will. Und für die Fortgeschrittenen, die können natürlich dann weiter zur Airbrush greifen. Und dann sieht das schon ziemlich cool aus. Was wir hier jetzt noch machen können, ist ein bisschen kleine Risse reinmachen, damit das Einschussloch eben nicht so sauber aussieht, sondern damit man noch mehr sieht, wie das dann quasi unten eingerissen ist durch den Druck. Und das ist dann schon, also da kann man sich noch so austoben einfach. Aber ich finde, das sieht dann halt gleich nochmal ein bisschen dynamischer aus. Und ja, das ist eigentlich eine echt coole Technik. Die habe ich auch auf dem Auto benutzt bei mir. Muss dazu aber sagen, dass die da bei weitem noch nicht so gut aussieht wie jetzt. Da war mein Skill auch noch nicht so bombig, wo ich das gemacht habe. Da sehen die Einschusslöcher jetzt richtig geil im Gegensatz dazu aus. Das ist mir jetzt mal aufgefallen wieder, was ich da wieder für mittlerweile wieder für Fortschritte selber gemacht habe. Das freut mich dann auch selber. Und ja, da kann man eben sehen, wie man dann eben die Linien zieht, dass es wieder wie beim Aufgerissenen noch so ein bisschen die Risse nach sich zieht. Weil wenn was abplatzt oder so, dann meistens zieht es noch Risse nach außen hinweg. Und das machen wir hier eben ein bisschen mit dem Highlight Weiß.
Muss man auch mal schauen, was man für einen Untergrund hat, welche Farben man nimmt. Aber da können wir eben noch die Kanten so ein bisschen aufhellen, einfach je nachdem, wie man das haben möchte. Mein Airbrush ist auch schon ein bisschen arg viel benutzt. Müsste ich auch mal wieder ein bisschen kurz reinigen, damit die wieder richtig fein arbeitet. Das tut sie jetzt gerade auch nicht mehr so. Ich habe es jetzt halt einfach noch durchgezogen. Aber das passiert dann mit der Zeit einfach. Da muss man immer wieder mal drauf schauen. Aber jetzt machen wir hier noch so ein paar Reflexionen und Highlights ins Metall rein, damit das wieder so ein bisschen zum Glänzen kommt. Und das sieht echt richtig cool aus. Und das macht immer wieder Spaß, solche Techniken zu machen und auch andere damit zu beeindrucken, die dann sagen, boah, wie habt ihr das hinbekommen? Das sieht ja Wahnsinn aus. Dabei sind es manchmal doch die simpelsten Techniken, die dann ein gutes Ergebnis hinzaubern. Und wie gesagt, da kann man auch gerne zum Pinsel greifen, wenn man sich mit der Airbrush noch etwas unsicher ist. Und eben, da ziehe ich eben noch die Kante ein bisschen, um das vom schwarzen Untergrund abzuheben. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Ich zeige eben mal noch kurz die Bilder am Auto, wie das aussehen kann. Wie gesagt, noch nicht so geil wie jetzt, aber ihr versteht schon, was ich meine. So, das fertige Bild. Und wie gesagt, hier unterm rechten Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Techniken ein bisschen weiterhelfen. Ich mache das sehr gerne. Wie ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt, ist mit einem Daumen nach oben oder einem Like, Abo oder Kommentar. Das supportet mich natürlich und hilft mir auch, dass ich das weitermachen kann. Ich mache das wirklich gerne. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefällt. Da habe ich auch mal ein gutes Feedback, wäre immer nicht schlecht, wenn irgendwas nicht passen sollte, wegen Licht etc. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Ahnung von der ganzen Technik. Ich taste mich da auch langsam ran. Ich hoffe trotzdem, es hat euch viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein!